Abend zu einer neuen Ausgabe von Wie bitte, der Show, die sich einmischt. Und allen, die sich jetzt fragen, wie geht es denn nun Gerd Müller-Gerbes, kann ich sagen, es geht ihm schon viel besser. Und er hofft, nächste Woche wieder hier zu sein. Genau wie Sie schaut er jetzt zu und ist gespannt, wer heute dran ist. Ihr seid dran, Stadtplaner von Ludwigsburg. Ihr haltet wohl nicht viel von Friedhofsruhe, was? Und deshalb habt ihr dafür gesorgt, dass eure toten Gräber mit dem Presslufthammer an die Arbeit gehen müssen. Echter Hammer. Ihr seid dran, Berlin-Kölnische Versicherungen. Wir wollten euch ja Gelegenheit geben, zu den vertraulichen Papieren, die uns aus eurem Hause zugespielt worden sind, Stellung zu nehmen. Ihr habt es vorgezogen, uns die Tür vor der Nase zuzuschlagen. Selber schuld. Ihr seid dran, Gemeindeverwaltung Fehlen beim Münster. Für euch ist gar nicht mehr von Belang, dass etwas ist, wie es ist. Ihr seid der Meinung, dass etwas ist, wie es sein könnte. Könnte es aber nicht trotzdem sein, dass ihr so seid, wie ihr seid, nämlich schief gewickelt? Ihr seid dran und alle wissen genau, von wem wir reden. Euren Namen müssen wir gar nicht mehr nennen, weil ihr sowieso jede Woche dran seid, gell? Telekom? Außerdem haben wir uns auf der Spielemesse in Essen umgeschaut und wir machen Sie mit Schiedsrichtern bekannt, an die auch Sie sich wenden können, wenn Ihnen übel mitgespielt wird. Da wurde nun in fast jeder Sendung an ihr herumgemäkelt, sie vorgeführt und kritisiert. Jetzt hat sie sich endlich gebessert und nun ist es auch wieder nicht recht. Hey, was ist denn mit euch los? Wir sind die Musterschüler von der Telekom. Keine Chance mehr für Wie bitte? Ich verstehe nicht ganz. Damit die von Wie bitte uns endlich in Ruhe lassen, machen wir jetzt alles richtig. Alles korrekt. Keine zu hohen Telefonrechnungen mehr. Nur noch korrekte. Keine Anschlüsse mehr sperren, obwohl die Rechnung bezahlt ist. Nix, alles korrekt. Keine Guthaben mehr einbehalten. Immer korrekt. Ja, dann bin ich mal gespannt, was ihr mit diesem Fall macht. Oh, jetzt aufgepasst, bloß keinen Fehler machen. Worum geht's? Ja. Frau Doris Oberkons-Lermen aus Trier hatte im März dieses Jahres ihren Telefonanschluss gekündigt. Wie heißt die? Oberkons-Lermen. Also das ist doch eine Frechheit. Vorsicht, Herr Kollege. Immer korrekt bleiben. Na ja, dann. Dann soll sie ihren Anschluss halt in Gottes Namen kündigen, die Oberkons. Gut, dann machen wir jetzt erstmal die Abschlussrechnung. Oh, da haben wir den Salat. Bei der Abrechnung von dem alten Anschluss, da bleibt ein Guthaben übrig. Was machen wir jetzt damit? Ja! Hey, Vorsicht, immer korrekt bleiben. Ach so. Ich hab's. Wir verrechnen das Guthaben beim Folgeanschluss. Gut, bravo, immer korrekt. Frau Oberkons-Lermen zog in das Haus ihrer Mutter und meldete dort einen neuen Anschluss an. Allerdings auf den Namen ihrer Mutter. Also einfach machen wir uns die Leute wirklich nicht. Erst dieser komische Name. Naja, ist doch egal. Wir bleiben trotzdem Immer korrekt. Ja, und wie machen wir das? Ja, erst einmal schicken wir der Frau eine Bestätigung, dass der alte Anschluss gekündigt ist. Ja, Portokosten 1 Mark. Immer korrekt. Dann schicken wir der Frau eine Mitteilung, dass sie noch ein Guthaben bei uns hat. Portokosten 1 Mark. Immer korrekt. Und schließlich schicken wir der Frau einen Brief mit dem Verrechnungscheck über das Guthaben. Und noch 1 Mark. Und jetzt soll die Oberkons noch sagen, wir sind nicht korrekt. Jungs, das habt ihr toll gemacht. Frau Oberkons-Lermen wollte sehen, wie weit es die Telekom treiben würde und ging mit dem Verrechnungscheck zur Post, um sich ihr Guthaben auszahlen zu lassen. Als der Schalterbeamte den Verrechnungscheck sah, schüttelte er sich vor Lachen. Also das ist aber nicht korrekt. Und er teilte Frau Oberkons-Lermen mit, dass er für eine Barauszahlung eine Gebühr von 4 Mark berechnen müsse. Ja, aber selbstverständlich. Das ist völlig korrekt. Worauf Frau Oberkons-Lermen auf die Auszahlung verzichtete. Das ist nicht korrekt. Aber von der Oberkons, gell? Ja, wofür machen wir uns denn die ganze Mühe? Und zahlen auch noch 3 Mark Portokosten? Plus 4 Mark für die Barauszahlung. Macht 7 Mark. Genau, das ist korrekt. Völlig korrekt. Sag mal, findet ihr eigentlich nicht auch, dass 7 Mark etwas unangemessen sind angesichts der Erstattungssumme auf dem Verrechnungscheck? Hm? Das nämlich bekam Frau Oberkons-Lermen von der Telekom zurück. Ganze 9 Pfennig. Das ist korrekt. Dankeschön. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur Avantgarde, unserem
heutiger Studiogast, eine Frau, ist wohl eine der bedeutendsten impressionistischen Künstlerinnen der Gegenwart, die den Begriff des Lichtes in ihren Arbeiten auf, wie ich finde, kolossale Art erweitert hat. Guten Abend, Falun Polster. Ihre Sofaskulpturen sind seit kurzem weltbekannt. Wie aber wurden Sie die berühmte Künstlerin, die Sie heute sind? Wie entdeckten Sie Ihr Talent? Dazu müssen Sie wissen, dass ich bis vor kurzem bei der Firma City Polster in Dresden gearbeitet habe, in der Reklamationsabteilung. In der Reklamationsabteilung, ja. Dann aber eines Tages tauchte Marga Körner auf. Ihre Muse, nehme ich mal an? Muse? Nein, eine Kundin. Eben jene Marga Körner bestellte am 5.4.1993, glaube ich, war es, ein neues Sofa. Bei der Firma City Polster in Dresden, für die Sie arbeiteten? Das ist richtig. Die Möbelecke nannte sich Modell Falun und hat mich auch gewissermaßen zu meinem Künstlernamen gewissermaßen inspiriert. Das ist ja interessant, weil ich dachte ursprünglich, das ist interessant. Köstlich, Nein, ich habe mich nach eben jener Polsterecke benannt, weil mit ihr meine eigentliche Karriere begonnen hat. Sie kostete Frau Körner übrigens 1.726 Mark. Anhand eines Katalogs hatte sie den Bezugsstoff ausgewählt. Es war eine wunderbare Zeit. Ich nehme an, es war eine Zeit des Aufbruchs? Es war Ende Mai. Die Sonne sprang wie ein Kätzchen durch das Fenster meines Büros, um in den Ecken zu schnurren. Die Polstergarnitur wurde ausgeliefert und als das Sofa aufgestellt war, sah man es ja. Man konnte es also ganz deutlich sehen. Es war irgendwie unübersehbar. Unübersehbar? Der Bezug. Er wies starke Farbunterschiede auf, Differenzen. Sehen Sie, die eine Seite ist vom Grundton her braun, die andere hingegen hellgrau. Ja, ich glaube, da hat man es sehr schön gesehen. Die Kamera hat es schon im Bild gehabt, die vier. Hat Frau Körner da denn nicht reklamiert? Hat sie. Gesundheit. Danke. Doch, wir von City Polster schickten ja auch einen Gutachter hin. Ah ja, die Gutachter, das ist immer so eine Sache, meine Damen und Herren. Und was sagte dieser Gutachter? Was Gutachter eben so sagen, dass es also am Stoff läge und dass dafür die Herstellerfirma Lisama zuständig sei. Ja, und der Hersteller, der schickte dann auch einen Gutachter zu Frau Körner? Ja, das ist richtig. Der Polsterhersteller Lisama schickte also auch einen Gutachter. Dort wollte man für den Sofabezug aber ebenfalls nicht gerade stehen. Und Frau Körner wandte sich erneut an uns, an die Firma City Polster. Es war eine so kreative, unglaublich verrückte Zeit. Eine verrückte Zeit, eine Zeit, in der Sie sich vielleicht dieses künstlerischen Talentes zum ersten Mal bewusst wurden? Ja, so kann man das ausdrücken, glaube ich. Also nun als Mitarbeiterin von City Polster war ich natürlich gezwungen, Frau Körner klarzumachen, mit den Farbunterschieden habe es durchaus seine Richtigkeit. Und dabei gerät mir diese geniale Idee in den Sinn, das Licht. Ich habe gewusst, das Licht war schuld. Das ist interessant, das Licht. Ja, Schattenbildung bei Velourstoffen, Lichteinfall, Winkel in seiner Wirkung zum Bezugsmaterial, Oberflächenreflexion. Und so schrieb ich Frau Körner, vielleicht wäre ein anderer Standplatz empfehlenswert, da sich dadurch zwangsläufig auch der Lichteinfallswinkel verändert. Das ist herrlich. Also die Reklamation, die wurde also nicht akzeptiert. Frau Körner hat also kein neues Sofa erhalten. Das ist interessant. Frau Körner sollte also ein Sofa mit zwei völlig unterschiedlichen Bezügen akzeptieren. Darauf will ich doch die ganze Zeit hinaus. Lichtkunst. Ja.
Statt zu reklamieren, muss Frau Körner mit dem Licht arbeiten. Mit dem Licht arbeiten? Vielleicht erklären Sie unseren Zuschauern und auch mir, was man denn darunter verstehen kann, mit dem Licht arbeiten. Vielleicht darf ich Ihnen das anhand dieses wundervollen Blautons mal kurz demonstrieren. Ich werde Ihnen jetzt hier demonstrieren, wie man mit dem richtigen Einsatz von Lichtquellen die Farben völlig verändern kann. Sehen Sie? Tatsächlich. Ich danke Ihnen für dieses Gespräch, Frau Kreuzer. Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt. In Essen zum Beispiel. Da fand nämlich gerade eine Spielemesse statt. Und wir wollten mal testen, wie Aussteller und Besucher reagieren, wenn man mit ihnen spielen will. Sie kennen sich aus mit Spielen? Ja, Ja, wunderbar. Was halten Sie von den alten klassischen Spielen? das meinen Sie mit alten klassischen Spielen? Na so, Fangen, blinde Kuh. Ja, wunderbar. Ja? Ja, klasse, dann probieren wir das gleich mal aus. So, Haben Sie Kinder zu Hause? und dann wollen wir nicht persönlich werden. So, jetzt wollen wir mal gucken, ob die Spielefachfrau das hinkriegt. Ja. Wo bin ich? Ach, die hat gelinst. Muss mal einer heiß oder kalt sagt. Lauwarm. Ich frage Sie jetzt, Fischer, wie tief ist das Wasser? Und dann müssen Sie sagen? Sehr tief. Gut, das ist schon mal gut. Und dann frage ich Sie, wie komme ich darüber? Schwimmen. Nein. So, meine Herren, mal kurz unterbrechen für ein altes Spieleklassiker, die Reise nach Jerusalem. Und bitte sehr. Für Sie und wieder auf. Ein Stuhl weniger. Das klappt ja wieder prima. Ja, Sie sind's. Und auf die Gummis. Zusammen. 1, 2, 3. Ich bin drauf, Sie nicht. Und drauf. Du hast so große Füße und das klappt trotzdem nicht. Wo ist der Onkel vom Fernsehen? So blöd wie du fragst, hier. Ah, da ist ja schon wieder einer. Na, das ist ja ganz eindeutig. Also, jetzt reicht's. Herr Nachbar, kommen Sie doch mal her. Schönen guten Tag. Wissen Sie, was das ist? Ja, das ist ein Apfel. Genau, das ist ein Apfel. Und wissen Sie, wem dieser Apfel gehört? Nee, aber ich denke, Sie werden es mir jetzt gleich sagen, nicht? Der gehört Ihnen. Ah. Der ist von Ihrem Baum auf mein Grundstück gefallen. Von Ihrem Baum, was sagen Sie dazu? Wissen Sie was? Sie können den Apfel behalten. Guten Tag. Gut, ne? Oh, das ist ja wohl Unverschämtheit. Wir sehen uns vor Gericht. Vor Gericht. Und wieder einmal ist es soweit, ein Streitfall landet vor Gericht. Die Deutschen werden immer streitlustiger, immer öfter werden Gerichte bemüht, um Streitigkeiten zu entscheiden. Ja, ja, leider. Wissen Sie, wir sind völlig überlastet. Stellen Sie sich mal vor, allein in Nordrhein-Westfalen landen jährlich über 380.000 Zivilverfahren bei den Gerichten. Vor 10 Jahren waren es noch rund 100.000 weniger. Die Frage ist, ob es immer nötig ist, gleich die Justiz einzuschalten. Was soll ich denn machen, wenn mich mein Nachbar ständig mit Äpfeln beschmeißt? Ich verlange, dass das Gericht ihm das verbietet. Ich sage Ihnen was, ob Sie es glauben oder nicht. Es gibt wichtigere Entscheidungen als Ihr Apfelproblem. Ich würde Ihnen raten, erst mal zum Schiedsmann zu gehen. Der Schiedsmann? Kenne ich nicht.
Ja, leider. Leider wissen die wenigsten Leute von der Existenz von Schiedsleuten. In den meisten der alten Bundesländer gibt es in jeder Gemeinde diese Schiedsleute. Schiedsleute sind Menschen, die aufgrund ihrer Persönlichkeit besonders dazu geeignet sind, kleinere Streitigkeiten zu schlichten. Ja, sie nehmen den Gerichten eine Menge Arbeit ab und in vielen Fällen, wie zum Beispiel auch bei dieser Apfelgeschichte, ist der Gang zum Schiedsmann oder zur Schiedsfrau obligatorisch. Ja, aber das ist auch wohl egal, ob ich den Fall nun von einem Gericht entscheiden lasse oder von einem Schiedsmann. Nein, das ist es nicht. Das Verfahren bei Schiedsleuten ist denkbar unbürokratisch und vor allem, es ist auch viel billiger als ein Gerichtsverfahren. Ja, entscheidend ist nur, dass beiden Parteien an einer Schlichtung des Streits gelegen ist, ne? Naja, also, das soll das Problem nicht sein. Er lebt schon gern im Streit mit seinem Nachbarn. Also, Herr Nachbar, an mir soll es nicht liegen. Na gut, du kannst ja mal probieren, ne? Aber wenn dieser Schiedsmann da keine Einigung erzielen kann... Steht es Ihnen immer noch frei, vor Gericht zu ziehen. Aber mal ehrlich, sind so ein paar Äpfel wirklich so viel Aufwand wert? Ja, wo finden wir denn eigentlich so eine Schiedsstelle? Die Adresse der zuständigen Schiedsstelle erfahren Sie beim Amtsgericht, der Gemeindeverwaltung oder bei jeder Polizeidienststelle. Weitere Anschriften sowie hervorragende Tipps stehen übrigens auch in einer Broschüre des Presse- und Informationsamtes der Bundesregierung. Sie heißt "Schlichten ist besser als richten" und ist kostenlos zu beziehen. Die genaue Adresse nennen wir Ihnen gleich nach der Werbung. Und dann erfahren Sie auch, was aus unseren beiden Streithähnen geworden ist. Vom Schlichten und Richten war die Rede, Sie erinnern sich. Und von zwei Nachbarn, die ihren Streit über Fallobst nun doch nicht vor dem Richter ausgetragen haben, sondern zu einem Schiedsmann gegangen sind. Besser gesagt, zu einer Schiedsfrau, nämlich zu mir. Naja, und ich glaube, ich habe den Streit zur Zufriedenheit beider Parteien schlichten können. Ja doch, es war ganz in Ordnung. War alles sehr unkompliziert, keine Paragraphen, die ja sowieso keiner versteht. Alles mündlich und auch keine von diesen Entweder-oder-Entscheidungen. Sie hat uns eine Lösung präsentiert, mit der wir beide leben können. Ich habe dem Apfelbaumbesitzer vorgeschlagen, den einen Ast, von dem immer die Äpfel auf das Grundstück des Nachbarn fielen, abzusägen. Und dem von Äpfeln genervten Nachbarn habe ich einfach mein Rezept für leckeres Apfelmus verraten. Die beiden haben unterschrieben, der Fall war erledigt und wir vom Gericht können uns mit wichtigeren Sachen beschäftigen. Ja? Na prima! Wie wär's denn dann zum Beispiel hiermit? Was ist denn jetzt schon wieder? Naja, also, ich habe den Ast abgesägt, wie Sie es vorgeschlagen haben, und der Tuppestar stellt sich genau drunter. Ah, ich muss ins Krankenhaus, konnte nicht arbeiten. Jetzt muss der da aber für die Kosten aufkommen. Nix da, ich habe mich vorschriftsmäßig verhalten. Na, ich denke, das soll wohl besser eine Schiedsfrau entscheiden, ne? Glauben Sie, ich habe nichts Besseres zu tun, als mit Ihnen ständig zur Schiedsstelle zu laufen? Der will nicht, was mache ich denn jetzt? Tja, sieht so aus, als ob Sie doch noch unseren geplagten Richter in Anspruch nehmen müssten. Ja, und wie läuft das jetzt ab? Also bitte, ich erkläre es Ihnen. Vor dem Amtsgericht haben Sie die Möglichkeit, sich selber zu vertreten. In der Regel aber nehmen Sie sich bei solchen Klagen einen Anwalt. Der setzt eine Klageschrift auf und reicht sie bei uns beim Amtsgericht ein. Der Beklagte erhält diese Klageschrift mit der Aufforderung, sich binnen einer bestimmten Frist zur Sache zu äußern. Naja, und am Verhandlungstag bin ich dann natürlich zuerst noch mal bemüht, einen Vergleich zu erreichen. Ja, vergleichen Sie doch mal. Ich habe ein Loch im Kopf und der nicht. Soll ich ihm jetzt auch eins überziehen oder was? Nun mal nicht ganz so laut, ja? Schließlich war es ja von Ihnen auch nicht gerade schlau, sich direkt unter den Ast zu stellen. Nicht? Genau. Andererseits hätten Sie schon auch besser aufpassen können, ja? Genau. So kann das natürlich endlos weitergehen, von einer Instanz zur nächsten. Und das kann ganz schön teuer werden. Auch deshalb sollten Sie sich vorher genau überlegen, ob es nicht doch sinnvoller ist, eine Streitigkeit bei einer Schiedsstelle schlichten zu lassen. Was war denn jetzt mit dieser Broschüre? Ja, wo kann man die denn nun bestellen? Die Broschüre heißt "Schlichten ist besser als richten". Sie ist kostenlos und kann angefordert werden beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 53001 Bonn. Sie kommen heute unter anderem aus Germering, aus Würzburg und aus Euskirchen. Die Quickies, Marke, wie bitte? Wir alle müssen lernen, in Fragen der Ernährung umzudenken. Wer aber kann uns dabei helfen?
Cholesterinarm kochen und genießen. Einleitung und Nährwertberechnungen von Inge Schweinebraten. Ihre Assistentin. In Ostfriesland wird man mit einem ganz simplen Trick den Müllberg los. Sonderangebot. Gibt es Tage, an denen Sie Ihr Kind einfach nicht mehr sehen können? Die Drogerie Hößmanns kann Ihnen da weiterhelfen. Während Sie sich in Ruhe auf der Messe umsehen, schminken wir Ihr Kind nach beliebten Motiven gegen eine Schutzgebühr von 5 Mark. Achtung, Schnäppchenjäger. Wer jetzt stirbt, kann prima sparen. Bestattungen extrem reduziert. Die allgemeine Verwirrung macht auch vor Frauengruppen nicht Halt. Frauen, Anstiftung. Folgende Veranstaltungen sind vorgesehen. 17. November, Hexenverbrennung in Dortmund. Ja, Maschinen sind doch irgendwie auch nur Menschen, die ab und zu Erholung benötigen. Geldautomat in Chur. Haben Sie ein heißes Liebesleben? Manchmal zu heiß? Dann empfehlen wir Puerto Rico Mango, die exotische Frucht, vor dem Verkehr etwas kühlen. Hier noch eine Versicherungsmeldung von einem echten Chauvet. Die mini-berockte Dame auf dem Bürgersteig war schuld. Wenn Sie ein Mann sind, erübrigen sich weitere Ausführungen. Wenn Sie eine Frau sind, dann kann ich es Ihnen sowieso nicht erklären. Wollen Sie Ihre überflüssigen Pfunde loswerden? Eine sehr endgültige Lösung verspricht diese Anzeige. Verarbeite Ihr eigenes Fleisch für Sie zu Wurstwaren. Auf der Suche nach 2 gefährlichen Banditen bittet jetzt die Polizei noch kurz um ihre Mithilfe. Ein Täter ist schlank und hat lockiges blondes Haar, der andere ist dicklich und untersetzt und hat einen Kopf. Aggressive Autofahrer greifen inzwischen zu allen Tricks, um zügig voranzukommen. Der Fahrer des grauen BMW hat die eine Hand lässig am Lenkrad, in der anderen hält er einen Telefonhörer, mit der dritten betätigt er die Lichthupe, um seinen Vordermann von der Überholspur zu scheuchen. Im Falle eines Falles muss man sich zu helfen wissen. Feuerwehr außer Betrieb. Im Notfall schreien. Da scheint was schiefgegangen zu sein. Tausche schwer verständliches Buch über Empfängnisverhütung gegen gebrauchten Kinderwagen. Besitzen Sie auch witzige Fotos, Anzeigen oder Schriftstücke? Dann her damit. Unsere Adresse RTL, wie bitte, 50 570 Köln. Versicherungsvertreter freuen sich, wenn sie einen neuen Kunden geworben haben, denn dann gibt's Provisionen. Die Vertreter der berlin-kölnischen Versicherungen haben allerdings nicht immer Grund zur Freude. Denn statt der erhofften Provision gibt's dort manchmal eins auf den Deckel. Wenn sich nämlich ein Vertreter nicht an die Richtlinien der Versicherung hält. Denn nicht jeder neue Kunde ist den berlin-kölnischen Versicherungen genehm. Und dazu hat sie ihren Vertretern klare Anweisungen geschickt. Wie bitte sind solche Dokumente zugespielt worden? Thomas, liest du mal vor? Gerne. Letztmalig weisen wir auf die neuen Grundsätze zur Akquisition hin. Es dürfen keine Personen mit türkischer Staatsangehörigkeit geworben werden. Damit, Berlin-Kölnische, ist dir ein Platz in der vordersten Reihe der ausländerfeindlichen Versicherungen sicher. Wir schickten ein Kamerateam zur berlin-kölnischen. Schließlich, so dachten wir uns, wird doch eine so große Versicherung bestimmt zu dem stehen, was sie ihren Versicherungsvertretern da geschrieben hat. Leider können wir Ihnen nicht zeigen, was sich genau dort abspielte, denn kaum hatten wir die zuständigen Herren vor der Kamera, da hieß es auch schon... Machen Sie die Kamera aus. Vor der Kamera sagen wir überhaupt nichts. Die Kamera blieb also aus. Deshalb können wir Ihnen jetzt auch nur so ungefähr berichten, wie sich die Berlin-Kölnische bei unserem Besuch verhalten hat. Wir möchten nur, dass Sie uns erklären, warum Sie Ihren Versicherungsvertretern verbieten, Türken zu werden. Ich weiß gar nicht, was Sie wollen. Das machen doch alle Versicherungen. Das ist unternehmerisches Denken, das ist ganz normal. Ja, aber wenn das so normal ist, warum sind Sie dann nicht bereit, das vor aller Öffentlichkeit zu sagen? Kein Kommentar. Wir sagen gar nichts. Und öffentlich schon überhaupt nicht. Erklären Sie uns doch einfach mal, wo sich in Deutschland lebende Türken versichern sollen, wenn das alle Versicherungen machen. Wir sind ein Unternehmen, das unternehmerisch denken muss. Türken können wir uns nicht leisten. Aber damit behaupten Sie doch, dass alle Türken, also egal wie lange sie schon in Deutschland leben, egal wie lange sie schon Auto fahren, ein Risiko darstellen. Ach, hören Sie doch auf. Das machen doch alle so. So deutlich wie in dem Schreiben von den Berlin-Kölnischen Versicherungen hat wie bitte das aber noch nie zu Gesicht bekommen. Hat Ihre Firma diese Grundsätze über Akquisition herausgegeben?
Nicht angenommen werden, Staatsangehörigkeit des Antragstellers bzw. Halters. Griechisch, nein. Italienisch, nein. Ehemals jugoslawisch, nein. Türkisch, nein. Osteuropäisch, nein. Sieht so aus. Ah, ist anscheinend auf unserem Papier geschrieben. Ne? Ach, da sagen wir gar nichts dazu. Das ist doch nur Kikifax. So einfach Kikifax kann das für die Versicherung aber nicht gewesen sein. Denn wir wissen, dass die Berlin-Kölnische Kopf steht, um herauszubekommen, welcher Verräter diese geheimen hausinternen Unterlagen wie bitte zugespielt hat. Wir haben den Berlin-Kölnischen Versicherungen eine Woche Zeit gegeben, um sich zu überlegen, ob sich nicht doch jemand zu diesen ausländerfeindlichen Richtlinien äußern will. Eine Stellungnahme geben wir nicht ab. Kein Kommentar. Ich habe aber noch ein paar Fragen. Wenn die Berlin-Kölnische so rein unternehmerisch denkt, wieso trifft es gerade die Ausländer? Vielleicht sind es ja auch die Brillenträger, die mehr Unfälle bauen, oder die Bundeswehrheimfahrer. Und was ist mit den Führerschein-Neulingen oder Landbewohnern in der Stadt? Die versichern Sie doch auch? Wir sagen nichts. Aber wir sagen jetzt mal was. Gut, dass es auch noch andere Versicherungen gibt. Es gibt Fragen, die werden nie gestellt. Zum Beispiel diese Frage hier. Warum haben Friseure montags zu? Thomas Hackenberg auf der Suche nach der Antwort. So ein Friseur, ne? Ja, bin ich ein Friseur. Friseur hat montags zu. Richtig. Warum? Weil er müde ist vom Samstag. Aha. Aber wollen Sie nicht manchmal auch montags zum Friseur gehen? Doch, gerne. Ja? Das wäre für mich besser. Wieso? Bitte? Dann kann ich mir die Zeit besser einteilen. Hätte ich die Woche nicht so sehr zusammengedrängt. Ich ärgere mich schon mal, wenn ich montags gerne gehen möchte. Ist immer zu. Ne, weil am Wochenende dann ist vielleicht mal die Frisur durcheinander gekommen. Ne, man hat im Bett gelegen, sich ausgeschlafen. Montagmorgens ist das platt, will man. Genau. Hätten Sie denn Angst gehabt, wenn Sie es Montag gehabt hätten, ja, dass Sie keinen Friseur gefunden hätten? Ja, montags haben die Friseure ja zu. Da kann man nicht heiraten. Nee, geht nicht. Ja, aber ein Bäcker zum Beispiel, der hat samstags auf und montags. Also der Friseur ist ja der einzige Berufsstand offensichtlich, der immer dann an einem Tag zu hat. Tja, das müssen Sie Friseure fragen. Wir haben nämlich immer früher, wie ich noch ein Vollgeschäft hatte mit Damen und Herren, Montag das beste Geschäft gehabt. Ach, früher hatten die montags doch auf. Ach ja, das ist erst später gekommen, wie das dann mit der Regelung war, 48-Stunden-Tag und was weiß ich. Ja. Haben Sie den montags auch offen? Wie war das? Nee, ich mach doch nichts auf, ich mach das nur als Hobby hier. Nur am Wochenende? Der Kollegen, die hier rückgefallen, würden sagen, der Jeck ist er 88, dann nimmt er die paar auch noch mit, die hier rumlaufen. Ja, würde ich doch machen. Ach was, um Gottes Willen. Ist das vielleicht das Geheimnis, dass Sie hier die Kundschaft haben, dass Sie hier immer so ein bisschen, ja, die Berliner aufhaben? Ja, dann mache ich nur auf die älteren Herren ein bisschen auf die Beine. Ein bisschen wach werden. Ja. Naja, was soll man denn, wenn einer kurz nur hier ist? Was soll der kann ja einen Spiegel nicht lesen. Ja, dann nimmt er lieber in Pauline, guckt sich da. Und meistens Ältere, die können nicht schlecht sehen, aber die Frauen sehen sie alle. Das haben wir genug abgestimmt. Friseure haben montags auch. Kunden, die samstags kommen, werden montags zu Ende bedient. Mir hat ja jemand verraten, dass Sie montags nur deshalb zu haben, weil Sie da üben. Sie üben Singen, habe ich gehört. Nein, das nicht. Nein, Singen ist etwas in mir vom... Ich war so klein, habe ich angefangen, habe ich gemerkt, ich habe eine Stimme und habe ich gesungen so. Können Sie den Figaro singen? Ja, Figaro. Figaro qua, Figaro là, di qualità, di qualità, di qualità, Figaro, Figaro, Figaro là. So. Volare, oh, cantare, oh. Warum haben Sie den montags zu? Ich weiß es nicht. Stellen Sie sich bitte vor, Montag haben alle Friseuse frei. Sie sind auch Friseuse? Nein, ich mag Friseuse. Und deswegen habe ich auch am Montag frei. Ach, Sie mögen Friseuse? Ich mag Friseuse. Ah, jetzt verstehe ich. Das heißt, Sie wollen also, wenn die Kollegen frei haben, dann... Dann will ich auch frei haben. Archäologen werden, vielleicht in einigen Jahrtausenden, ein völlig falsches Bild von den heutigen Beerdigungsriten bekommen, wenn sie auf die Reste des Friedhofs im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweilingen stoßen. Dort sind Bestattungen erheblich schwieriger als an anderen Orten.
Hallo? Sie, pst. Sie sind ein entfernter Verwandter von dem Verstorbenen, gell? Stimmt's? Ja, warum fragen Sie? Deshalb. Es ist nur zu Ihrer eigenen Sicherheit. Wie? Was? Wegen der Sicherheitsvorschriften am Grab. Hat die Friedhofsverwaltung Angst, dass man reinfallen könnte? Nein, aber im Rahmen der Beerdigungsfeierlichkeiten wird es gleich zu ein paar gefährlichen Situationen kommen. Jedenfalls, ich bin auch schon einsatzbereit. Nicht? Also, ich verstehe überhaupt gar nichts. Haben Sie denn nicht gehört? Der neue Friedhof hier in Ludwigsburg-Neckarweilingen. Dieser Friedhof besteht aus Fels, das heißt, er ist auf einen felsigen Untergrund. Nicht? Gleich ein paar Zentimeter ist nur Erde drüber, nicht ein paar Zentimeter. Da geht nichts mehr, da kriegen Sie keinen Spaten mehr durch. Nein, aber das kriegen wir schon hin. Ja. Tatsächlich befindet sich ein Teil des neuen Friedhofs auf felsigem Untergrund und ist für Beerdigungen denkbar ungeeignet. Sie verstehen, dass Sie das Gräber ausheben, natürlich unter diesen Umständen sehr, sehr schwierig gestaltet. Aber kriegen wir schon hin. Aber das ist doch Schwachsinn. Warum errichtet man denn ausgerechnet einen Friedhof auf Felsen? Da prüft man doch vor der Planung erstmal das Gelände. Hat man ja auch. Die Stadt Ludwigsburg hat vorher ein Gutachten beim Geologischen Landesamt in Auftrag gegeben. Und? Keine Bedenken. Höchstwahrscheinlich hat man wohl nur Bodenproben von einem Stück untersucht, das eben nicht felsig war. Der felsige Teil des Friedhofs ist offensichtlich nicht untersucht worden. Stellen Sie sich mal vor, der Stadt Ludwigsburg sind durch diese fehlerhaften Gutachten nicht wahr, Mehrkosten in Höhe von 500.000 Mark entstanden. 500.000? Und die will die Stadt Ludwigsburg natürlich zurückhaben und bereitet deswegen eine Schadensersatzklage gegen das Land Baden-Württemberg vor. Naja, und was hat das Geologische Landesamt dazu gesagt? Nichts. Das Geologische Landesamt verweigert wegen des schwebenden Verfahrens eine Stellungnahme. Ja, aber einen Tipp hat das Landesamt der Stadt Ludwigsburg schon gegeben. Die Stadt soll das Gelände über dem felsigen Untergrund doch einfach mit genügend Erde aufschieben. Ja, damit man bei Bestattungen wieder tief genug graben kann. Hat die Stadt natürlich abgelehnt. Wie kommt man hier nun unter den Fels? Unter die Erde? Ja, keine Angst. Kriegen wir schon hin. Liebe Trauergemeinde, ich darf jetzt um Vorsicht bitten. 4, 3, 2, 1, 0. Wir haben für Sie mit Reisebüros gerechnet, mit Versicherungen gestritten, der Telekom auf die Finger geklopft und alles, damit Sie zu Ihrem guten Recht kommen. Manchmal erreichen uns allerdings Hilferufe, bei denen man sich fragt, wem kann denn da wie und überhaupt geholfen werden? Für solche Fälle gibt es die Rubrik Wie bitte klärt auf. Wie bitte klärt auf, heute zum Thema Natur. Nee, so nicht, Herr W. aus E an der A. Natürlich hat man als Kunde ein Recht darauf, genau das zu bekommen, was man bestellt hat. Aber Herr W. aus E an der A, so nun auch wieder nicht. Wirklich nicht. Der Herr W. und seine Frau mögen gern Blumen. Schön, eine feine Sache. Und weil Sie sie so gerne mögen, bestellen die beiden manchmal bei einer Großversandgärtnerei noch mehr Blumen. So geschah es auch im April des Jahres 1992. Im Katalog der Gärtnerei entdeckte das Ehepaar die Hängegeranie mit dem schönen Namen Julia. Julia, ja, die sollte es sein, nicht wahr, Herr W. aus E an der A? Und zwar gleich 8 Stück davon. Wie aber waren die beiden Blumenliebhaber enttäuscht, als Julia ihre zarten Knospen öffnete. Zwar waren die Blüten wie versprochen schneeweiß mit rotem Auge, aber sonst? Nee, sonst gefiel unseren Geranienfans die Julia überhaupt nicht. Auf die schriftliche Beschwerde hin übersandte die Gärtnerei ein Entschuldigungsschreiben mit einem Gutschein über 10 Mark. So billig sollten die aber nicht davon kommen, nicht wahr, Herr W.? 1993 bestellten sie die Geranie Julia erneut und wieder waren die Blüten nicht nach ihrem Geschmack. Da haben Sie der Gärtnerei aber die Leviten gelesen. Das ist Betrug. Ich werde den Unterschied zwischen Realität und Katalog amtlich feststellen lassen und sage Ihnen, dass ich diesen Beschiss nicht hinnehmen werde. Voller Angst bat die Gärtnerei Herrn W., ihr doch einmal eine Blüte dieser Geranie zuzuschicken.
Kein Problem für Herrn W. Er schickte eine Blüte und versicherte noch einmal mit Inbrunst, ich bin nicht streitsüchtig. Ich hasse allerdings Lügen und werde kompromisslos dagegen angehen. Na, was glauben Sie, wie da die ganze Gärtnermannschaft von Obergärtner bis zum Unkrautjäter gezittert hat, Herr W.? Böses ahnend zogen die schlauen Gärtner im letzten Moment ihren Kopf aus der Schlinge. Sie schickten dem kompromisslosen Geranienrächer einen Verrechnungscheck im Wert der bestellten Ware und löschten dann ganz schnell seinen Namen aus der Kundenkartei. Da sah der kompromisslose Herr W. aus E an der A nur noch einen Ausweg. Helfen Sie mir, schrieb er an Wie bitte. Nun, wir können Ihnen schon helfen, Herr W. aus E an der A. Dazu müssten Sie aber zuerst mal wissen, dass Blumen kleine Lebewesen sind und nicht maschinell hergestellt werden. Und weil das so ist, sehen auch alle ein ganz klein bisschen anders aus. Und sowas nennt man dann auch nicht Produktionsfehler, sondern Vielfalt der Natur. Und wenn die so viel vielfältiger ist als im Katalog versprochen, dann, Herr W., ist das kein Betrug, sondern eine freudige Überraschung. Schauen Sie mal. Das sind die Geranien, die Herr W. im Katalog gesehen und bestellt hat. Und als er sah, was im Garten draus wurde, griff er empört zur Kamera, um den Beschiss zu dokumentieren. Schauen Sie nur, wie entsetzlich viele Blütenblätter. In der unendlichen Geschichte der Streitfälle und Auseinandersetzungen mit Versicherungen möchten wir Sie heute mit Herrn Haarhaus bekannt machen. Herr Haarhaus betreibt in Remscheid einen Schiffsmodellhandel und Versand. Ja, das ist meine ganze Leidenschaft. Schiffsmodelle. Damit den wertvollen Modellen nichts passiert, bewahre ich sie aus Sicherheitsgründen in 2 Vitrinen auf. Da die Vitrinen in den Verkaufsräumen stehen, wo auch Publikum verkehrt und leicht etwas beschädigt werden kann, beschloss Herr Haarhaus, eine Glasversicherung abzuschließen. Er entschied sich für eine Kompaktglasversicherung bei der Gotha. Ja, da habe ich Glück gehabt. Denn nach 3 Jahren ist tatsächlich ein Malheur passiert, als ich die Vitrinen transportieren wollte. Eine der beiden Vitrinen bestand aus Plexiglas und bekam nur einen Riss. Die andere aus Glas zerbrach dagegen in 1000 Stücke. Ich habe die Schäden sofort der Gotha gemeldet. Die Schadenssumme betrug laut Kostenvoranschlag einer Glaserei rund 1600 Mark. Es ist immer das Gleiche. Die Versicherungsnehmer geben einfach nicht Acht. Und wir von der Versicherung sollen dann wie selbstverständlich für den Schaden aufkommen. Ja, dafür zahle ich ja schließlich auch wie selbstverständlich meine Versicherungsbeträge, oder? Na, dann wollen wir mal sehen. Oh. Pech gehabt, Herr Haarhaus. Die Gothaer Versicherung weigerte sich, für die Schäden an den Vitrinen aufzukommen. Moment. Von Weigerung kann überhaupt keine Rede sein. Herr Haarhaus besitzt gar keine Vitrinen. Keine Vitrinen? Ja, was sind das denn dann für gläserne Dinger, in denen ich meine Schiffe ausgestellt habe? Hauben. Hauben? Ja, Hauben. Jetzt sagen Sie bloß, Sie haben gedacht, das waren Vitrinen. Ja, habe ich gedacht. Anscheinend muss man schon staatlich geprüfter Haubologe oder Vitrinologe sein, um herauszufinden, wer in diesem Streit recht hat. Ich muss es doch am besten wissen. Ich habe seinerzeit zum Schutz meiner Schiffsmodelle Vitrinen gekauft und keine Hauben. Der hat ja überhaupt keine Ahnung von Vitrinen. Nein, hat er nicht. Da man die Dinger nicht in Einzelteile zerlegen kann, sind es keine Vitrinen, sondern Hauben. Und dementsprechend haben wir Ihnen ja auch mitgeteilt, dass die vom Schaden betroffenen Hauben nicht zu den versicherten Sachen der abgeschlossenen Glaskompaktversicherung zählen. Pech gehabt, Herr Haarhaus. Aber meine Vitrinen sind wirklich Vitrinen. Die einzelnen Scheiben, aus denen sie zusammengesetzt sind, sind nur verklebt und somit auch zerlegbar. Und deshalb sind es auch Vitrinen und keine Hauben. Mensch, von Hauben hat er auch keine Ahnung. Da zum Verkleben der Scheiben in der Regel ein Spezialkleber verwendet wird, sind die Einzelteile untrennbar miteinander verklebt.
Und deshalb sind Ihre Vitrinen Hauben. Mein Glaser sagt, aber es sei kein Problem, die einzelnen Scheiben zu trennen. Ach, das sagt Ihr Glaser? Was haben Sie denn für ein Glaser? Aber wenn es jetzt doch Vitrinen sind, dann hat er Glück und wir müssen bezahlen. Nein, das darf nicht sein. Hm? Oh. Pech gehabt, Herr Haarhaus. Sie haben nämlich für Ihre Hauben... Vitrinen. Ja, meinetwegen auch Vitrinen. Auf jeden Fall haben Sie auch für Ihre Vitrinen keine Glasversicherung abgeschlossen. Aber ich habe doch extra wegen meiner Vitrinen bei Ihnen eine Glasversicherung abgeschlossen. Das mag ja sein, aber die von Ihnen abgeschlossene Glaskompaktversicherung gilt nur für Ihre Privatwohnung. Und Ihre Hauben? Vitrinen. Ja, von mir aus auch Ihre Vitrinen. Auf jeden Fall gehören die zu Ihrem Geschäftsinventar und Ihr Geschäftsinventar war überhaupt nicht versichert. Glück gehabt, Herr Haarhaus. Wie bitte? Na, Scherben bringen doch Glück, oder? Sein oder nicht sein? Das ist hier überhaupt nicht die Frage. Wir von der Gemeindeverwaltung Fehlen lassen uns doch nicht von diesem Möchtegern Hamlet vorschreiben, was ist und was nicht ist. Das war doch jetzt nur mal so rein philosophisch. Wir denken da aber einfach mal so rein praktisch. Okay, und wie hört sich das an? Tja, ganz einfach. Sein oder könnte sein. Aha, ja, und der Unterschied? Eben, einen Unterschied gibt's nicht. Auch das, was sein könnte, ist vor allem abgabepflichtig. Also verstehe ich das richtig? Auch wenn etwas nicht so ist, wie es sein könnte. Tun wir so, als ob es so wäre. Das heißt also? Dass der Bürger auf jeden Fall der Dumme ist und zahlt, wenn es sein muss, doppelt. Den Beweis gibt's gleich, nach der Werbung. Na endlich, das Buch ist da. Ab sofort also, wie bitte täglich. So oft und so lange Sie wollen. Das Beste aus über 40 Folgen. Mit vielen nützlichen Adressen und Tipps. Das Wie bitte Buch erhält sich ab sofort überall da, wo es Bücher gibt. Irgendwann ist jeder dran. Egal, was Sie tun oder auch lassen, die Kommunen werden schon einen Grund finden, um bei Ihnen abzukassieren. Herr Alfred Wilger, er wohnt in einem Einfamilienhaus in Fehlen-Ramsdorf bei Münster, bekam letztes Jahr merkwürdige Post. Und zwar von uns, von der Gemeinde Fehlen. Ich wurde aufgefordert, Erschließungskosten für mein Grundstück zu bezahlen. Ja, und da wundern Sie sich, für neu bebaute Grundstücke müssen Erschließungskosten bezahlt werden. Und zwar an uns. Das weiß ich auch. Und wissen Sie auch, warum ich das so genau weiß? Weil ich diese Erschließungskosten längst bezahlt habe. Damals 1985, als ich mein Haus gebaut habe. Ja, das kann schon sein. Aber jetzt müssen Sie eben nochmal Erschließungskosten bezahlen. Nicht viel. Nur ein bisschen. Nicht viel? Die wollen von mir nochmal 25% der ursprünglichen Erschließungskosten haben. Das sind mindestens 3.000 Mark. Sie, wenn Sie lang rummeckern, wird's noch teurer. Ja. Jetzt raten Sie mal, aus welchem Grund die nochmal Erschließungskosten von mir haben wollen. Da kommen Sie nie drauf. Wieso? Ist doch ganz einfach. Zweigeschossig bebaute Grundstücke müssen nun mal mehr Erschließungskosten zahlen. Da wohnen ja auch mehr Leute drin. Genau. Sie denken jetzt wahrscheinlich, dass die beiden da gar nicht so Unrecht haben. Hm? Gell? Das denken Sie. Das Ganze hat nur einen Schönheitsfehler. Ach ja? Und welchen? Mein Haus hat nur ein Geschoss. Er hat's immer noch nicht verstanden. Wieso? Mein Haus hat ein Geschoss und nicht zwei und damit basta. Was Ihr Haus hat, ist uns doch völlig egal. Ihr Haus könnte schließlich 2 Geschosse haben. Könnte? Ja, könnte. Hat es aber doch nicht. Könnte es aber doch. Ich zahle doch nicht Erschließungskosten für ein Geschoss, das da sein könnte, aber gar nicht da ist. Jetzt mal angenommen, also nur mal angenommen, Sie bauen Ihren Dachboden aus. Sehen Sie, schon ist das 2. Geschoss da. Ich habe meinen Dachboden nicht ausgebaut und ich werde meinen Dachboden nicht ausbauen und ich könnte meinen Dachboden gar nicht ausbauen.
Sie könnten schon. Nein, ich könnte nicht. Herr Wilger darf nämlich seinen Dachboden gar nicht ausbauen. Der Grund, er hat von der Wohnungsbauförderungsanstalt in Düsseldorf ein nicht öffentliches Darlehen für seinen Hausbau in Anspruch genommen. Und damit habe ich mich dazu verpflichtet, dass mein Haus ein Einfamilienhaus bleibt. Ich dürfte also den Dachboden gar nicht ausbauen, selbst wenn ich wollte. Edge, das gilt nicht. Nee, das gilt nicht. Laut Bebauungsplan dürfen die Grundstücke in Fehlen-Ramsdorf zweigeschossig bebaut werden. Dabei ist es beitragsrechtlich völlig irrelevant, ob der jeweilige Grundstückseigentümer die baurechtlichen Möglichkeiten voll ausschöpft. Jetzt endlich verstanden? Es kommt nur darauf an, dass Sie den Dachboden laut Bebauungsplan ausbauen könnten. Könnten? Ob Sie es tatsächlich machen, das ist uns wurscht. Ja. Herr Wilger wehrte sich gegen die Mehrkosten. Zweimal wurde der Fall in der Gemeinderatssitzung verhandelt, ohne Erfolg. Es ist wirklich nicht zu fassen. Da wird demnächst wahrscheinlich auch von jedem Lottospieler eine Vermögenssteuer einkassiert. Hm? Stimmt eigentlich. Gute Idee. Genau. Die könnten ja schließlich irgendwann mal einen Sechser haben. Das war's für heute vom Wie bitte Team. Mir hat's wieder viel Spaß gemacht und ich hoffe Ihnen auch. Nächsten Freitag wird Sie wieder Gerd Müller-Gerbes hier von diesem Tisch aus begrüßen. Ich sage Tschüss und wünsche Ihnen und auch meinen Kollegen einen schönen Abend noch. Wiederschauen.